Präzision, Grip oder Schutz? Das Sortiment von Mechanix ist mittlerweile so groß, da dürfte ja wohl für jeden was dabei sein, oder? Moin, heute werfen wir mal einen Blick auf das Sortiment von Mechanix und schauen uns die einzelnen Handschuhtypen genauer an. Kurz vorweg noch, Mechanix gibt es seit über 30 Jahren, kommt ursprünglich aus dem Motorsport. Der Original, wie sie ihren ersten Handschuh nennt, den sie auch immer noch in der dritten überarbeiteten Fassung jetzt im Programm haben. Dieser Handschuh wurde entwickelt, um eben den Mechanikern noch einen sehr guten Grip und ein gutes Fingerfertigkeitsgefühl zu geben, bei gleichzeitigem Schutz für Finger und Hände. Und auf dieser Philosophie basieren eigentlich alle Entwicklungen der weiteren Modelle, die in Zukunft herausgekommen sind, egal ob sie nun eher für die Protektion gedacht sind oder Winterhandschuhe sind. Man wollte immer so viel Fingerfertigkeit wie möglich dem Nutzer geben. Das Ganze geht sogar so weit, dass der Original nochmal schlanker gemacht worden ist. Es gibt ihn noch in einer anderen Form, und zwar als Precision-Handschuh. Dieser ist dünner, hat dafür aber nochmal ordentlich Grip in der Handinnenfläche, wobei die Fingerspitzen des Zeigefingers absichtlich ohne die Gummierung da sind, damit dieser Handschuh auch mal wieder Touchscreen-friendly ist. Die Beschichtung in der Handinnenfläche verschafft einem aber maximalen Grip, um alles noch erstklassig bedienen zu können und nicht zu verrutschen. Auch der 0.5 verfolgt genau dieses Konzept, ist wie gesagt 0,5 mm stark, bietet ein Maximum an Fingerfertigkeit und natürlich auch wieder Touchscreen-friendly. Und dieses Konzept macht die Handschuhe natürlich nicht nur bei Mechanikern etc. beliebt, denn natürlich hat Mechanix mittlerweile auch eine taktische Linie, denn gerade auch bei Soldaten und Schützen sind diese Handschuhe sehr beliebt und vor allem gibt es sie auch noch fingerless, also ohne komplette Fingerummantelung des Handschuhs, wie zum Beispiel die hier vorne liegen. Da kombiniert Mechanix den typischen Schutz eines taktischen Handschuhs mit der Fingerfertigkeit für den Druckpunkt an zum Beispiel der Kurz- oder Langwaffe. Aber gerade wo wir beim Schießen sind, gibt es das gleiche Modell aus der Impact-Serie auch mit Protektion, zusätzlich aber mit Komplettschutz für Ring und den kleinen Finger, bei dem dann aber Mittelzeigefinger und Daumen freiliegend sind. Schön bei diesen Handschuhen ist auch der eingearbeitete Handballenschutz. Selbstverständlich gibt es die Impact-Serie auch als komplett geschlossenen Handschuh, sodass alle Finger vernünftig geschützt sind. Und wo wir gerade bei Protektion, also Schutz sind, Mechanix hat selbstverständlich auch einige Schnittschutzhandschuhe mit verschiedenen Schnittschutzlevel und das Ganze dann auch als verschiedene Varianten, also einmal hier als eine Impact-Variante, hier eher als die ganz normale Variante und hier mit Durahide-Leder, der bekannte Driver-Handschuh von Mechanix. Um den Schnittschutzbereich noch weiter auszudehnen, gibt es von Mechanix übrigens noch, der Vollständigkeit halber erwähnt, diese Schnittschutzärmel. Könnt ihr auch gerade auch unter eure Kleidung noch mit drunter ziehen. Besonders beim Zugriff etc. eine gute optionale Möglichkeit, sich zu schützen. Das Gute daran ist, dass ihr nicht nochmal eine komplette Oberbekleidung tragen müsst. Also auch im Sommer könnt ihr euch damit ausrüsten, um dann die Arme zusätzlich zu den Händen zu schützen. Die Erfahrung dabei hat Mechanix aber auch zum Beispiel auf Gartenhandschuhe nochmal umgesetzt. Also sehr untypisch eigentlich, aber nützlich für die Gartenarbeit. Wenn ihr gerade Hecken oder Rosen schneidet, gibt es diese auch in verschiedenen Modellen. Ziehe ich jetzt mal nicht an, das sind Damenhandschuhe, da sind meine zarten Finger da wohl nicht für geeignet. Und damit kommen wir schon zur Überleitung vom Sommer zum Winter. Denn Mechanix hat natürlich auch Handschuhe für die kalte Jahreszeit. Beginnen wir da erstmal mit dem Fast Fit zum Beispiel, den Mechanix im Angebot hat. Den gibt es dann hier auch nochmal in einer gefütterten Version. Um eure Hände zu wärmen, ohne dabei auf die Möglichkeit verzichten zu müssen, euer Handy zu bedienen oder noch genug Fingerfertigkeit zu haben.
Aber hierbei handelt es sich natürlich um einen Fastfit-Handschuh. Mechanics hat ganz klar auch noch dickere Winterhandschuhe, zum Beispiel einmal die Coldwork-Reihe in normal, hier wieder nochmal dicker mit Durahide Leder und einem speziellen Infutter. Und damit habt ihr einen gut gefütterten, robusten Lederhandschuhe der Driver-Klasse. Aus der Field-Serie kommt hier zum Beispiel auch nochmal ein Handschuh für die Jagd oder auch die Möglichkeit des Schießens im Winter daher mit zusätzlichem Grip auf den Fingern und mehr Gefühl im Zeigefinger. Dabei aber gepolstert und eben für die kalte Jahreszeit gemacht. Kommen wir jetzt noch zu einem ganz speziellen Handschuh von Mechanics. Das ist auch aus der Coldwork-Serie ein Winterhandschuh, wieder mit Grip im Inneren, aber einer Besonderheit, und zwar einer internen Heizung. Um die Heizung auch nutzen zu können, habt ihr hier nochmal einen Case, in dem sich zwei Akkus, nämlich einer für jeden Handschuh befindet und unterschiedliche Stecker für die verschiedenen Steckdosen. Gerade in Verbindung mit Deer Hunter, die ja auch in der Oberbekleidung teils ein innenliegendes Heizsystem besitzen, ist das eine gute Kombination. Haben wir übrigens auch schon ein Video drüber gemacht, verlinken wir euch natürlich in der Videobeschreibung. Das war einmal ein grober Überblick. Selbstverständlich hat Mechanics noch allerlei mögliche andere Farben, Formen und auch noch andere Handschuhe. Das aber alles vorzustellen, würde den Rahmen jetzt sprengen. Aber wenn euch da natürlich noch etwas Spezielles interessiert, schreibt das in die Kommentare. Dann stellen wir sicherlich auch noch andere Dinge von Mechanics vor. Und wenn ihr Erfahrung mit Mechanics habt, dann schreibt uns das doch auch gerne mal in die Videobeschreibung, was ihr von Mechanics so haltet und wie lange ihr sie schon nutzt. Würde uns freuen. Und dann sage ich einfach mal wieder Danke, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.